security guards will look at the camera footage and they'll see another security guard talking to a wall. It's like, oh, I was talking to some lady, and it's like, you weren't talking to anybody. Coronado, 24. November 1892. Es ist ein gewöhnlicher Tag im Hotel del Coronado, bis gegen Nachmittag plötzlich eine junge Frau eincheckt. Schwarze Haare, schlicht gekleidet und nur ein einziger Koffer bei sich. Sie wirkt etwas neben der Spur, außer Atem, in Panik. Unter dem Namen Lottie Bernard checkt sie letzten Endes für mehrere Tage ein. Als am 29. November niemand auscheckt, werden die Mitarbeiter unruhig. Sie gehen hoch in ihr Zimmer, doch die Frau ist nicht dort. Sie durchsuchen das gesamte Hotel, jedoch keine Spur von ihr. Bei einer letzten Suche finden sie die junge Frau schließlich. Tot. Mit einer Schusswunde im Kopf an den Treppen Richtung Strand. Bei der Autopsie stellt sich heraus, dass Lottie Bernard in Wahrheit Kate Morgan hieß. Wer war Kate Morgan also wirklich? Wovor ist sie geflüchtet? Und wer war für ihren Tod verantwortlich? Über 130 Jahre nach der Tragödie und bis heute berichten Besucher und Angestellte von Sichtungen einer jungen Frau im Hotel. Es zählte als eines der spukreichsten Hotels in ganz San Diego. Und heute gehe ich genau dorthin. So, nachdem wir uns letztes Mal die schönen Seiten Coronados angeguckt haben, gucken wir uns heute mal ein bisschen was Gruseligeres an. Das Hotel del Coronado. Und hier soll es der Legende nach spuken. Und was macht man an Orten, an denen es spukt? Genau, man geht rein und guckt sich das Ganze an. Wir gehen jetzt rein, wir gucken uns das an und gucken mal, was es damit so auf sich hat. Abseits der ganzen Storys ist das Hotel del Coronado ein sehr beliebter Ort. Mit vielen Eisdielen, Cafés und Restaurants. Aber dafür sind wir heute nicht hier. Im Eingangsbereich wirkt noch alles ganz normal. Etwas alt und einschüchternd vielleicht. Aber wir wollen auch nach oben, wo ich eigentlich nicht hin darf. Mich aber trotzdem hinschleichen werde. Erste Etage und die Atmosphäre ist schon ganz anders. So verlassen, so einsam. Aber ich wusste nicht, dass es noch schlimmer wird. Der Legende nach soll sich das Ganze in Raum 3327 abgespielt haben. Ich bin auf der 2. Etage, das heißt, ich muss eine höher. Ich muss nur hoffen, dass mich keiner packt, bevor ich da ankomme. Genau. Das Ding ist, das Hotel ist so schon sehr einschüchternd, weil guckt euch mal an, wie die Flure aussehen. Je länger ich da oben geblieben bin, desto komischer hat sich das alles angefühlt. Wie ein Labyrinth ohne Ende, mit plötzlichen Sackgassen. So, anscheinend wurde das Hotel vor einigen Jahren umgebaut und das verfluchte Zimmer wurde in 2 Räume gesplittet. Das heißt, ich muss nach 332 irgendwas suchen, wahrscheinlich, falls es sowas gibt. Und ja genau, es sind 2 Räume. Was, die Zahlen werden kleiner, es kann nicht sein. Ich bin aber auf der richtigen Etage anscheinend. Mir wird auch keine Auskunft gegeben, weil gerade Leute in diesem Zimmer bleiben und die das wohl einfach geheim halten wollen, welches Zimmer das ist. So, ich habe jetzt ein bisschen recherchiert und anscheinend soll die neue Raumnummer Raum 33036 sein. Und wie es der Zufall so will, bin ich gar nicht mal so weit weg davon. Das Coole ist auch, da vorne werden die Lichter einfach auf einmal schwächer.
Das heißt, man läuft da rein und da ist auf einmal kein Licht mehr. So, hier irgendwo müsste es jetzt sein. 33030, 33037, 33036. Klar, da sind gerade Gäste drin, das heißt, ich kann mich jetzt nicht da hinstellen und filmen, aber das ist er, Raum 33036. Das Ding ist halt auch wirklich am anderen Ende des Hotels, das ist krank. Hier kann ich nicht rein. Okay. So, ich habe gerade ein bisschen recherchiert und das Zimmer wurde, wie ich gerade gesagt habe, in 2 Zimmer aufgesplittet mittlerweile. Und es berichten auch heute Leute immer noch davon, dass sie nachts komische Dinge hören. Was daran dran ist, kann ich jetzt natürlich nicht überprüfen, weil ich habe kein Zimmer gebucht für mehrere 100 Euro. Aber das Hotel wurde seit dem Vorfall mehrmals renoviert. Und trotzdem berichten Leute von komischen Aktivitäten in dem Zimmer. Und das Interessante ist, ich habe mit der Rezeptionistin gesprochen, bin auf sie zugelaufen und wollte eigentlich nur fragen, ob ich hier filmen darf. Und habe die Legende angesprochen. Und das erste, was sie gesagt hat, war, ja, das ist true. Viele vermuten, dass eine der Putzfrauen des Hauses Kate erschossen haben könnte. Was daran dran ist, werden wir nie erfahren. Aber anscheinend hat Kates Seele nie wirklich Ruhe gefunden und geistert noch heute hier umher. Alles schön und gut, aber damit wollte ich mich nicht zufrieden geben. Also bin ich weiter umhergelaufen und hab nach irgendwas gesucht, bis plötzlich das Zimmer ist am Ende des Flures und man hört die ganze Zeit so ein Klopfen. Also könnte natürlich auch aus einem der Zimmer hier kommen. Die Security bat mich dann freundlich, die obere Etage zu verlassen, was ich dann auch getan habe. Aber ich war nicht zufrieden. Das konnte nicht alles gewesen sein. Also bin ich raus und habe jemanden gefunden, der mir mehr über die Story erzählen wollte. Thank you. Yeah, sorry. I'm just gonna go back to the main drive. And I know someone there. I'll take you. So, wir sind nun wieder im Hotel. Ich habe gerade einen Mitarbeiter getroffen, den ich einfach nur nach Kate Morgan gefragt habe. Und er fragt jetzt herum, ob mir jemand mehr über die Story erzählen kann. Also wirklich, wirklich doppeltes Herz für Kyle. The story about Kate Morgan, I don't really know that much about it. The story behind Kate Morgan is kind of somewhat of a mystery. It's pretty weird. This lady showed up, Kate Morgan, kind of was acting erratically. She kept coming to the front desk. She was asking if so-and-so had shown up or if there was like a package delivered. Kind of just like weird questions every single day. Then she was found murdered, and slowly but surely kind of these random details came to light. She was carrying a bunch of money that disappeared. It's kind of like the best I can give you. That was perfect. Yeah, okay. That was perfect. Yeah, I was kind of. There's plenty of stories here where employees have talked about weird experiences on property. People will see like a lady walking around. Security guards will look at the camera footage and they'll see another security guard talking to a wall. It's like, oh, I was talking to some lady, and it's like, you weren't talking to anybody. Weird stuff like that. Yeah, it's the Hotel Del for you. I really appreciate your help. Thank you. Yeah, Really, I tried. So, an der Stelle nochmal ein dickes Shoutout an Kyle. Wirklich ein Mann von Ehre, dass er sich die ganze Mühe gemacht hat. Und er hat mir von komischen Ereignissen erzählt. Ist schon weird. Ob man der ganzen Sache nun Glauben schenkt, ist einem selbst überlassen. Aber dass es auf jeden Fall eine gruselige Story ist, steht außer Frage. Also Kate Morgan und das Hotel del Coronado. Nur eine Schauergeschichte, um Touristen Angst zu machen? Oder steckt doch etwas Wahrheit dahinter? Die Antwort darauf bleibt uns leider verborgen.